Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Liebe Schwestern und Brüder, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Gottesdienst. Als Eingangslied singen wir das Lied mit der Nummer 144. 144, Strophen 1 bis 4. 1 bis 4. Liebe Schwestern und Brüder, wir feiern Gottesdienst mit dem Herrn Jesus Christus, der in unserer Mitte ist. Er ist uns menschennahe. Er hat Mitleid mit uns, wenn wir keine Orientierung mehr haben, keinen Sinn mehr erkennen. Bevor wir das Wort dieses barmherzigen Gottes hören und das Fest der Danksagen feiern, wollen wir einige Augenblicke still werden und unsere Schwachheit, unser Versagen in diesem Auftrag, alles, was uns betrübt, unter sein Erbarmen stellen. Nun bitten wir ihn um sein Erbarmen für uns und seine ganze Kirche. Durch dich kam der Himmel auf die Erde. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Durch dich ist der Himmel unter uns. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Durch dich wird der Himmel unser Ziel. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Erlasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Jetzt singen wir das Lied mit der Nummer 172. 172.
Lasset uns beten. Gott, du unsere Hoffnung und unsere Kraft. Ohne dich vermögen wir nichts. Steh uns mit deiner Gnade bei, damit wir denken, reden und tun, was dir gefällt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lesung aus dem Buch Exodus. In jenen Tagen kamen die Israeliten in die Wüste Sinai. Sie schlugen in der Wüste das Lager auf. Dort lagerte Israel gegenüber dem Berg. Mose stieg zu Gott hinauf. Da rief ihm der Herr vom Berg her zu: Das sollst du dem Haus Jakob sagen und den Israeliten verkündigen. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan habe, wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und zu mir gebracht habe. Jetzt aber, wenn ihr auf meine Stimme hört und meinen Bund haltet, werdet ihr unter allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Mir gehört die ganze Erde. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und als ein heiliges Volk gehören. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Als Antwortgesang singen wir das Lied mit der Nummer 861. 861. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. Schwestern und Brüder, Christus ist, als wir noch schwach waren, für die zu dieser Zeit noch Gottlosen gestorben. Dabei wird nur schwerlich jemand für einen Gerechten sterben. Vielleicht wird er jedoch für einen guten Menschen sein Leben wagen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht gemacht sind, werden wir durch ihn erst recht vor dem Zorn gerettet werden. Da wir mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Gottes Feinde waren, werden wir erst recht, nachdem wir versöhnt sind, gerettet werden durch sein Leben. Mehr noch, ebenso rühmen wir uns Gottes durch Jesus Christus, unseren Herrn,
durch den wir jetzt schon die Versöhnung empfangen haben. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit, als Jesus die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren müde und erschöpft, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Dann rief er seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu heilen. Die Namen der 12 Apostel sind: an erster Stelle Simon, genannt Petrus, und sein Bruder Andreas, dann Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und sein Bruder Johannes, Philippus, Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zöllner, Jakobus, der Sohn des Alpheus, und Thaddäus, Simon Kananäus und Judas Iskariot, der ihn ausgeliefert hat. Diese 12 sandte Jesus aus und gebot ihnen: Geht nicht den Weg zu den Heiden und bereitet keine Stadt der Samariter, sondern geht zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Geht und verkündet, das Himmelreich ist nahe. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, Jesus erwählte Petrus. Petrus leugnete später Jesus im Hof des Hohepriesters. Er war nicht treu. Ihm fehlte der Mut, öffentlich Stellung zu beziehen.
Auch war er ungestüm und würde Dinge sagen und tun, ohne nachzudenken. Jesus wählte Andreas, den Bruder Petrus. Im Johannes Kapitel 6 sagte Andreas vor der Vermehrung der Brote und Fische zu Jesus: Hier ist ein kleiner Junge, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Doch was ist das für so viele? Andreas würde noch viel über Jesus lernen müssen. Jesus rief Jakobus und Johannes. Sie waren mit ihrem Vater Zebedäus im Boot und richteten ihre Netze her. Sofort verließen sie alles und folgten Jesus und ließen ihren Vater im Boot zurück. Aber wir wissen später, dass sie Jesus aus dem falschen Grund folgten. Sie suchten nach ihrer eigenen Herrlichkeit. Im Markus Evangelium Kapitel 10 sagen Jakobus und Johannes zu Jesus: Meister, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Jesus sagte nicht, dass er es tun würde. Er fragte sie nur: Was soll ich für euch tun? Und dann stellten sie ihre große Bitten: Lass in deiner Herrlichkeit einen von uns rechts und den anderen links neben dir sitzen. Welches Vertrauen hatten sie? Und es gab die Zeit, in der die Samariter die Besucher, die Jesus vorausgeschickt hatte, nicht begrüßen, und Jakobus und Johannes sagten: Herr, sollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie verzehrt? Es ist kein Wunder, dass sie den Spitznamen Donnersöhne erhielten. Jesus rief Bartholomäus, aber wir wissen nicht mehr über ihn. Er wird als einer der 12 erwähnt, aber uns wird nicht berichtet, was er gesagt oder getan hat. Vielleicht war er ein Mann mit wenigen Worten. Jesus rief Matthäus. Matthäus hatte eine Vergangenheit. Er war ein Zöllner, bevor Jesus ihn zu sich rief. Wenn er wie einer der anderen Zöllner wäre, hätte er viel mehr Steuern von Menschen erhoben. Wir können vermuten, dass Matthäus viele Feinde gehabt hätte. Jesus rief Thomas, aber er würde nur an die Auferstehung Jesu glauben, wenn er seine Finger in die Wunden der Nägel stecken und seine Hand in die Seite Jesu legen könnte. Thomas fehlte der Glaube. Wo war Thomas an diesem ersten Ostersonntagabend? Warum war er nicht mit den anderen Aposteln zusammen? Jesus rief Simon, genannt der Zelot. Die Zeloten wollten die palästinensische Unabhängigkeit von der römischen Besatzung mit militärischen Mitteln erreichen. Simon wusste nicht, dass Gewalt nicht bewirkt, sondern nur noch mehr Gewalt fördert. Er würde auch noch viel lernen müssen. Jesus rief Judas Iskariot. Er plante später hinter Jesu Rücken. Er wollte Jesus zwingen, sein Reich zu verwirklichen. Er wollte das Königreich zu seinen Bedingungen anstelle der Bedingungen Jesu. Er beschwerte sich, als Jesu Füße gesalbt wurden, nicht weil er das Geld den Armen geben wollte, sondern damit er es für sich selbst behalten konnte. Liebe Schwestern und Brüder, abgesehen von Judas wurden die Apostel große Männer Gottes. Petrus ging bis nach Rom und akzeptierte die Kreuzigung in der Nähe der heutigen Peterskirche.
Andreas wurde gekreuzigt. Bartholomäus und Thomas wurden gemartert. Und für alle anderen Apostel gibt es eine ähnliche Geschichte. Heute ruft uns Jesus auf. Wie Petrus fehlt uns manchmal der Glaube. Wie Andreas müssen wir viel lernen. Wie Jakobus und Johannes sind wir manchmal egoistisch. Wie Matthäus haben wir eine Vergangenheit. Wie Thomas zweifeln wir manchmal. Ja, wir haben auch Einschränkungen. Jesus akzeptiert uns mit all unseren Einschränkungen, Fehlern, Schwächen und Sünden. Wir gehören ihm als ein heiliges Volk. Werden wir seine Einladung annehmen? Amen. Wir sprechen das Glauben beginnlich. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Lasset uns Fürbitten halten. Für alle in der Kirche, die beauftragt sind, das Evangelium zu verkünden, um die Gnade dies überzeugend tun zu können. Herr, unser Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Für die Völker und Staaten auf der ganzen Erde, lass sie ihre Aufgaben in der Welt erkennen, einander achten und in der Not miteinander teilen. Herr, unser Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Für uns selbst, für unsere Familien und Gemeinschaften, weite unseren Blick für die Wirklichkeit dieser Welt und mache uns bereit, selbstlos zu dienen, zu helfen und Zeugnis von dir zu geben. Herr, unser Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Für die Menschen, die unter Krieg, Gewalt, Ungerechtigkeit und Unfreiheit leiden, um Befreiung aus ihrer Not. Herr, unser Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Für unsere Verstorbenen, reiche ihnen die Hand und nimm sie auf in dein ewiges Reich. Herr, unser Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Gott, du bist der Treue und Barmherzige. Darum preisen wir dich jetzt und alle Tage und in Ewigkeit. Amen.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weins, tut der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor der Angesicht, damit er unser Geld des Heiles werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott. Und der Rede tut. Lasset uns beten. Herr, durch diese Gaben nährst du den ganzen Menschen. Du gibst dem irdischen Leben Nahrung und dem Leben der Gnade Wachstum. Lass uns daraus immer neue Kraft schöpfen für Seele und Leib. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Zum Sanctus singen wir das Lied mit der Nummer 198. 198. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Erhebe die Herzen, haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist für dich und recht. Wir danken dir, Vater im Himmel, und rühmen dich durch unseren Herrn, Jesus Christus. Denn durch seine Geburt hat er den Menschen erneuert, durch sein Leiden unserer Sünden getilgt, in seiner Auferstehung den Weg zum Leben erschlossen und in seiner Auffahrt zu dir das Tor des Himmels geöffnet. Durch ihn rühmen dich deine Erlösten und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhockt hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde,
und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf. Nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Verein mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Stephan und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich haben von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen, durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir heißen Kinder Gottes und sind es. Darum beten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch und mit seinem Geiste. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Nummer 204. 204.
das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Nummer 487. 487, Strophen 1 bis 3. 1 bis 3. Lasset uns beten. Herr unser Gott, das heilige Mahl ist ein sichtbares Zeichen, dass deine Gläubigen in dir eins sind. Lass diese Feier wirksam werden für die Einheit der Kirche. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste.
Gott, unser Vater, segne euch mit allem Segen des Himmels, damit ihr rein und heilig lebt vor seinem Angesicht. Amen. Er lehre euch durch das Wort der Wahrheit, er bilde euer Herz nach dem Evangelium Christi und gebe euch Anteil an seiner Herrlichkeit. Amen. Er schenkt euch eine brüderliche Liebe, an der die Welt die Jünger Christi erkennen soll. Amen. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, ich bedanke mich ganz herzlich bei den Mamas und Papas für den Segenwunsch. Durch das Lied Möge die Straße, jetzt wird das Lied hineingespielt. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag, geht hin und bleibt in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn. Möge die Straße uns zusammenführen und der Wind in deinem Rücken sein. Sanft falle Regen auf deine Felder und warm auf dein Gesicht der Sonnenschein. Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in